Im letzten Teil haben wir die Base fertig gemacht. In diesem Teil kommen wir zum entscheidenden Schritt. Der Hulk bekommt Farbe. Also, lass uns loslegen. Let's go! Hey Leute, schön, dass ihr wieder da seid. Wie ich es schon erwähnt habe, zeige ich euch heute, wie ich den Hautton von meinem Hulk gemacht habe. Zu Anfangs stand ich vor der Frage, wie möchte ich den eigentlich überhaupt machen? Möchte ich eher in den realistischen Style reingehen oder lieber Comic-Style? Ich habe mich letztendlich für Comic-Style entschieden, da ich nicht so auf den realistischen Hautton stehe. Also beziehungsweise ich bevorzuge es nicht. Aber es ist nicht ganz Comic-Style. Ich habe noch ein paar realistische Züge mit reingeschmissen. Aber das zeige ich euch im Laufe des Videos. Angefangen habe ich mit einem Weiß. Ich habe wie fast immer bei meinen Statuen, wenn ich einen Hautton mache, habe ich die Statue zuerst in Schwarz grundiert und dann habe ich mir das Weiß geschnappt und habe es von oben nach unten besprüht. So dass in den Vertiefungen der Statue, und davon hat er extremst viele, weil er so muskulös ist, Schatten entstehen. Danach habe ich mir ein Violett Red geschnappt und habe es von unten nach oben eingesetzt. Also überall dort, wo die Vertiefungen noch schwarz sind, dadurch, dass ich sie nicht mit Weiß besprüht habe, da habe ich das violette Rot eingesetzt. Da das mein erster Hulk ist, den ich überhaupt bemale, habe ich zwar eine Vision davon, wie er auszusehen hat, aber der Weg dahin ist, man kann sagen, frei nach Schnauze oder Freestyle-mäßig. Deswegen kann ich euch sagen, diesen Schritt hier, den ich jetzt gerade mache mit dem violetten Rot, den hätte man eigentlich knicken können. Ich finde, das hat später keinen Effekt auf die Farbe gehabt. Ich habe mir zwar was dabei gedacht, als ich das gemacht habe, aber das ist leider nicht aufgegangen. Aber da ich ja transparent mit euch sein möchte, erwähne ich das Ganze hier nochmal. Falls ihr das also mal nachmachen wollt, überspringt diesen Schritt einfach. So, weiter im Programm. Also, als Grundton habe ich mich für ein Medium Grün entschieden. Und damit habe ich die Statue vollflächig besprüht. So, die erste Schicht Farbe ist drauf. Man sieht überall auch schon Schattierungen, dadurch, dass die Vertiefungen dunkler waren. Aber irgendwie reicht mir das noch nicht. Also habe ich mir gedacht, ich nehme mir ein Dunkelgrün, ein Blau und ein Violett, mix das zusammen und werde dann damit alle Vertiefungen der Statue damit besprühen, so dass das aktuelle Grün noch besser zur Geltung kommt. Hier seht ihr nochmal, wie ich alles zusammenmixe, falls sich der eine oder andere die Frage stellt, warum Violett und warum Blau? Also Blau verstärkt die Farbe Grün extremst gut. Und Violett gibt dem Ganzen noch so einen warmen Touch. Mit dieser angemischten Farbe habe ich nun überall, wo Schattierungen zu sehen sind, da drauf besprüht. An manchen Stellen muss man da ein bisschen vorsichtiger sein, aber im Grunde genommen ist das ziemlich, beziehungsweise beim Hulk, der ist so grob, ist es ziemlich einfach. Im nächsten Schritt müssen wir unsere verrichtete Arbeit absichern, indem wir es mit einem Satin-Klarlack versiegeln. Warum Satin-Klarlack? Dieses semi-glänzende Klarlack verstärkt die grüne Farbe vom Hulk sogar noch mehr. Deshalb verwenden wir diesen Klarlack dafür. Wir kommen jetzt zur ersten Highlight-Schicht. Die habe ich mir selber zusammengemixt, indem ich unser Medium Grün genommen habe
und das mit einem, ich nenne es mal Limonengrün, zusammengemixt habe. Also für diesen Step habe ich den Hulk auf der Base aufgebaut, weil durch seine komische Haltung fiel es mir auch extrem schwer zu wissen, wo die Highlight Points sind. Deshalb habe ich die Base, die wir schon im letzten Teil bemalt haben, gut mit Frischhaltefolie eingewickelt, sodass da auf gar keinen Fall irgendwelche Farbe drauf kommt, und habe dann angefangen, die Highlights überall zu setzen. Nachdem ich das erledigt habe, habe ich die zweite Highlight-Schicht gemixt. Dafür habe ich unser Lime Green genommen und habe es dann mit Gelb gemixt. Auch hier habe ich das Mischungsverhältnis 1:1 genommen, also gleiche Menge von dem Grün und gleiche Menge von dem Gelb. Ich habe mit dieser Farbe genau die gleichen Stellen besprüht, wie ich mit der Farbe davor besprüht habe. Nur dieses Mal habe ich einen Ticken weniger besprüht als den Schritt davor. Wie ihr erkennen könnt, geht diese Farbe mehr ins Gelbe. Es gibt so richtig knalligen Effekt auf der Haut vom Hulk. Gefällt mir persönlich schon extrem gut. Und jetzt kommen wir zu den Details, die ich meinte, die eher so ins Realistische gehen. Ich wollte dem Hulk an ein paar Stellen noch leichten Hautton verpassen. Dafür habe ich mir einen Braun Rose genommen. Das ist eher so ein etwas leicht dunklerer Hautton, aber ich habe da wirklich nur ein paar Tröpfchen von dem Skin Ink reingetan. Also wirklich nicht viel. Und was ich mit dieser Farbe dann angestellt habe, war, ich habe sie nämlich überall dort eingesetzt, wo der Hulk Knöchel hat. Also an den Händen, an den Füßen, an den Knien, Ellbogen. Dort habe ich diese Farbe punktuell, also wirklich nicht viel, eingesetzt. Als nächstes habe ich mir Skin Ink wieder geschnappt und habe es dieses Mal mit Violett gemixt. Und mit dieser Farbe habe ich dann überall die Vertiefung vom Hulk nochmal damit besprüht. Aber ich habe nicht sehr viel von der Farbe angewendet, also wirklich nur leicht überall ein bisschen drauf. Danach habe ich mir wieder Gelb und dieses Lime Green genommen und habe das dann wieder zusammengemixt. Dieses Mal aber im Verhältnis 3:1. Das heißt also die dreifache Menge an Gelb und dann nur ein bisschen von dem Grün. Wenn ihr das im direkten Verhältnis mit der Highlight-Schicht davor vergleicht, dann geht diese Farbe hier viel mehr ins Gelbe. Daher müsst ihr auch beim Einsetzen der Farbe ein bisschen vorsichtiger sein damit. Ich habe damit die gleichen Stellen besprüht, wie wir auch mit den anderen Highlight-Farben besprüht haben. Aber dieses Mal nur punktuell, also wirklich überall nur ganz wenig. Und jetzt komme ich endlich mal zu den Details. Ich habe mir wieder Skin Ink geschnappt und habe es erneut mit Violett gemixt. Dieses Mal habe ich es aber sehr flüssig angerührt. Und mit dieser Wash habe ich jede Ader auf Hulks Körper bemalt. Das Gute daran ist, wenn ihr die Farbe anwendet, könnt ihr sie natürlich dann auch öfters anwenden an den Adern. Als Beispiel, ich habe zum Beispiel bei den großen Adern dreimal die Farbe angewandt. Damit verstärkt sich die Farbe und es entsteht ein, ja, ich sag mal ein kleiner Unterschied zu den anderen Adern. Muss man das machen? Nein. Habe ich es gemacht? Auf alle Fälle, weil ich stehe voll auf so einen Scheiß.
Es wird Zeit für eine Pediküre. Ja, ihr habt richtig gehört. Ich habe mir dafür ein transparentes Rot geschnappt, wieder unser Skin Ink und ein Blau. Habe damit dann auch eine Wash hergestellt und habe dann angefangen, alle Fußnägel und Fingernägel von dem Hulk damit zu bemalen. Da das eine Wash ist, müsst ihr öfters darüber gehen, bis ihr den Farbton bekommt, den ihr haben wollt. Und was meint ihr? Schreibt gerne mal bitte unten in die Kommentare, wie ihr den Hulk bis jetzt findet. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid, wenn ich die Köpfe vom Hulk bemale und ihn somit fertigstelle. Ich bedanke mich bei jedem von euch, der bis jetzt zugesehen hat, und wie immer, bis zum nächsten Mal.